Wir lieben dich auch, oder? Ich liebe es, unter euch zu sein und Gott mit euch zu dienen. Wir sind wieder in Jakobus. Wir haben schon ein bisschen in Jakobus Kapitel 1 gemacht. Durch Vers 18 und jetzt sind wir bei Vers 19 in Jakobus. Heute geht es um Zorn als Hauptthema hier. Wir lesen zuerst durch und dann gehen wir weiter. Vers 19 Jakobus. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Mannes Zorn bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Darum legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Gesicht im Spiegel betrachtet. Nachdem er sich betrachtet hat, geht er davon und vergisst sofort, wie er ausgesehen hat. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und daran beharrt und nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Werkes, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand unter euch meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu erhalten. Wir kommen zurück zum Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Mannes Zorn bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Es geht um Zorn heute, was für uns passt. Was spielt Zorn in unserem Leben für eine Rolle? Wir wissen schon, dass Gott zornig sein kann, dass sein Zorn immer recht ist, immer heilig ist. Und wir können uns vorstellen, dass als Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen wurden, können wir auch einen Zorn haben, der heilig ist. Wenn Gott sowas haben, dann können wir auch, wir sehen das in Jesus, wir sehen, wo er ab und zu sich geärgert hat und das war perfekt. Er hat nicht gesündigt, als er das getan hat. Dann denken wir, okay, können wir das auch machen? Aber dann, wir lesen hier, denn das Manneszorn bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Und dann, das bringt diese Frage, sogar wenn wir einen heiligen Zorn haben können, wie gehen wir damit um? Wie handeln wir, sodass wir nicht sündigen, wenn wir zornig sind? Letztes Mal haben wir über die Versuchung gesprochen und wir haben über Kain gelesen. Und wenn ihr euch daran erinnert, was ist zuerst gekommen? Sein Ärger, sein Zorn. Und der Herr sagte, sei vorsichtig, die Sünde ist an der Tür, ist bereit, dich zu haben. Und was war der nächste Schritt? Dass er seinen Bruder ermordet hat. Und wir sehen hier in diesem Text, wo Ärger kann etwas sein, was von uns, unsere Begierde, unser Fleisch anreizt. Und es leitet dazu, dass wir auch etwas machen, was dem Herrn nicht wohlgefällig ist. Bitte mach auf zum Epheser 4, Kapitel 4, Vers 26. Hier haben wir in Epheser 4, 26. Zürnt ihr, so sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt euch dem Teufel keinen Raum.
Wenn man ein bisschen weitergeht, 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es denen Gnade bringt, die es hören. Und dann 31, alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei und Verleumdung sei fern von euch, ebenso wie alle Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Es gibt so viele verschiedene Arten von Zorn. Und wir reden über einen heiligen Zorn, okay, und das kommen wir noch zu. Aber zuerst einfach dieser menschliche Zorn, was dem Herrn nicht wohlgefällig ist. Wir können über so viele Sachen Zorn haben. Einfache Beispiele in Deutschland. Du gehst im Supermarkt, es gibt Bäckerei da. Du denkst, dass du irgendwie in einer Schlange stehst, aber einfach gibt es keine Schlange, ja? Du bist dran, aber die Verkäuferin hat nicht bemerkt, hat vergessen, sagt, wer ist der Nächste dran? Dann kommt ein Mann vorbei und sagt, ja, bin ich, und fängt an zu bestellen. Dann hat man eine Wahl. Bin ich darüber zornig? Was soll ich sagen? Entschuldigung, war hier, hallo. Oder sage ich, okay, Herr, war nicht so nett, ich vergebe ihn, ich warte auf dich, wie dieses Lied war. Hilf mir zu schweigen und auf dich zu warten. Ja, manchmal muss man ein bisschen assertive, ein bisschen Initiativ haben, muss sagen, ja, bin dran, ist in Ordnung. Aber wenn so etwas passiert ist, würde ich sagen, dass es besser ist, wenn man sagt, okay, kein Thema, dann hat man Frieden im Herzen. Wir sehen, wo wir eine Entscheidung treffen können. Eine Entscheidung, die uns Frieden gibt, oder eine Entscheidung, die uns ärgert. Wir können denken, das war falsch, das war ungerecht, ich war dran, oder wir sagen, okay, ich weiß, was ich habe in Jesus. Und dieser Mensch kann das nicht von mir wegnehmen. Er braucht die Liebe Gottes. Wie kann ich ihm die Liebe Gottes zeigen, indem ich mit ihm umgehe? Das ist die allerwichtigste. Es gibt so viele Beispiele, was wir auch hier in diesem Text in Epheser haben, mit der Vergebung. Und dass wir die Sonne nicht untergehen lassen mit unserem Zorn. Und ich hoffe, dass niemand hier heute ist, der noch nicht irgendjemand in dieser Gemeinde oder auch in der Welt vergeben hat. Du kennst dich selbst, du kennst, wenn ein Gesicht ins Kopf kommt. Es war mir einmal passiert, als ich das Gebet des Herrn gebetet habe und vergebe mich, als ich andere vergebe, dann war ein Gesicht im Kopf. Ich dachte, dass ich ihn vergeben habe, aber eigentlich nicht. Und wenn das der Fall ist heute, denk daran, gib es zu dem Herrn. Und sogar wenn du denkst, das ist unmöglich, er macht es möglich. Man kann ihm vertrauen. Er will, dass wir keinen Zorn gegeneinander haben. Das ist ein Zorn, das dem Herrn nicht gefällt. Es gibt auch ein sehr gutes Beispiel. Wir kommen zum 4. Mose 20. Wisst ihr, warum Mose das verheißene Land nicht einkommen konnte? Es gab einen Grund, warum er nicht erlaubt war, in das verheißene Land zu kommen. Das ist 4. Mose 20. Wir denken oft, okay, ich habe einen Grund, böse zu sein, ich habe einen Grund, mich zu ärgern. Es ist heiliger Zorn, warum ich hier mich ärgere. Vielleicht hatte hier Mose auch so einen Grund. In 4. Mose 20. Vers 7. Und der Herr redete mit Mose und sagte, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet von ihr Augen zu den Felsen, der wird sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus den Felsen hervorbringen.
und der Gemeinde zu trinken geben und ihr Vieh tränken. Vers 9. Da nahm Mose den Stab vor dem Herrn weg, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und er versammelten die Gemeinde vor den Felsen. Und er sagte zu ihnen: Hört, ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesen Felsen. Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da kam viel Wasser heraus, so dass die Gemeinde trank und ihr Vieh. Der Herr aber sagte zu Mose und Aaron: Weil ihr nicht an mich geglaubt habt, mich vor den Kindern Israels zu heiligen, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gebe. Das ist das harte Wasser, wo die Kinder Israel mit dem Herrn hadeten und der Sieg an ihren Heilig erwies. Seht ihr, was hier passiert ist? Was wurde ihm befohlen, zu dem Fels zu reden? Er hat schon mal etwas Ähnliches gemacht, wo er ein Fels geschlagen hat und Wasser damals wurde rausgekommen. Dieses Mal wollte der Herr etwas anderes machen. Und wegen seinem Ärger auf das Volk hat Mose etwas anderes getan. Ich verstehe es komplett. Denk daran, du hast eine Brüder, vielleicht eine Schwester in Christus und sie klagt ständig. Ständig klagen sie gegen Gott. Du denkst, bitte, vertraue dem Herrn. Vertraue ihm. Und es gibt eine Art und Weise, wo wir Geduld mit diesen Geschwistern haben können, indem wir sie wirklich ermutigen. Und es gibt eine Art und Weise, wo wir einfach endlich rauskommen mit unserem Zorn, was nicht hilfreich ist und was zeigt, dass wir in dem Moment Gott nicht vertraut haben. Und das hat Mose hier gemacht und das war dem Herrn nicht wohlgefällig. So schlimm, dass Mose nicht erlaubt war, weiter mit dem Volk ins Land zu gehen. Wir sehen auch, was hier passieren kann. Sogar wenn er hier so einen guten Grund hatte, Zorn zu haben. Stolz kann da sein. Wir wissen, Mose war so ein demütiger Mensch. Und wenn wir bemerken, okay, die anderen machen was Falsches, einerseits haben wir Recht, das zu merken, und wir wissen, das gefällt Gott nicht, und da kann dieses Gefühl geben, das bewegt mich, das ist nicht richtig. Aber was tue ich damit? Und sofort, wenn ich denke, ja, ich mache das nicht, ich benehme mich besser, du siehst, man steigt ein bisschen und hat ein bisschen Stolz. Und ich glaube, dass das hier auch passiert ist, wie er sie gefragt hat: Hört, ihr Ungehorsamen, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesen Felsen? Es ist Gott, der das Wasser vorbringt. Ja, er hat eher so die Acht auf ihn und Aaron gebracht. Ein bisschen Stolz, würde ich vermuten. Ich denke auch an David. Erinnert ihr euch an die Geschichte, wo David Nabal töten wollte? Es gab diese Geschichte, wo David auf der Flucht war, eher so in der Wüste, hat versucht, Saul zu vermeiden mit seinem Herr. Und dann hat sie auf diesem Land oder auf das Land von Nabal aufgepasst, sodass ihm gut gegangen ist. Und endlich hat David danach gefragt: Darf ich ein bisschen von dir haben, ein bisschen Essen für meine Männer, auch ein bisschen versorgen? Was war die Antwort von Nabal? Nein. Was bist du zu mir? Und was wollte David tun? Dahin gehen mit seinen Männern und ihn töten. Und was ist passiert? Die Frau Nabals ist zu ihm gekommen, hat Sachen gebracht, sagte Verzeihung, mein Herr weiß nicht, was er tut, und hat alles berührt. Und David sagte: Dank dem Herrn, du hast mich davon behindert, dass ich nicht gegen den Herrn gesündigt habe. So kann es sein, ein Mensch, der Gott liebt, und das sind wir, ja. Es ist eine Sache, wenn wir an Kain denken und was er gemacht hat. Er war ein böser Mensch, aber wir sind Kinder Gottes.
Wir denken, wir haben den Heiligen Geist, wir wollen Gott wohlgefällig sein. Aber wir sehen auch, Mose hat eine Beziehung mit dem Herrn, die sogar uns haben vielleicht Gott nicht so erfahren, wie er Gott erfahren hat. Er hat wirklich eine nähe Beziehung zu Gott. Und auch David damals war so ein Mensch mit einer Beziehung zu Gott. Und trotzdem, in ihrem Zorn konnten sie so etwas machen. So können wir auch denn. Das ist mein Ziel heute, dass wir daran denken und merken, wie gefährlich es sein kann. Sogar wenn wir einen Zorn haben, der gut ist. Ein Zorn, der uns zeigt, dass das, was ich hier sehe, Gott nicht gefällt. Dass wir so vorsichtig sein müssen, wie wir weiter handeln und umgehen. Es gibt ein paar Geschichten von Jesu, wo er auch Zorn hatte. Einmal mit den Pharisäern am Sabbat. Und dann sieht man, dass Jesu Zorn hatte, aber er hat einfach weitergemacht mit dem, was er machte. Er hat einfach geheilt und du merkst, diese Emotion, dieses Zorn da war, aber er hat die Selbstbeherrschung behalten. Er hat seine Selbstbeherrschung nicht verloren. Auch später mit den Jüngern, als die Kinder zu ihm gekommen sind. Und die Jünger haben versucht, die Kinder zu verhindern, sodass sie nicht zu ihm kommen konnten. Das hat Jesus auch geärgert. Aber er hat nichts Böses dann gemacht. Dann, ihr kennt wohl die Geschichte in Johannes 2. Wir können das aufschlagen, bitte, Johannes 2. Bis 16. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben einige Tage dort. Und das Passafest der Juden stand kurz bevor, deshalb ging Jesus hinauf nach Jerusalem. Im Tempel fand er die Verkäufer von Ochsen, Schafen, Tauben und die Wechsel sitzen. Da machte er sich eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle mitsamt den Schafen und Ochsen zum Tempel hinaus, verschüttete den Wechseln das Geld, stieß die Tische um und sagte zu denen, die Tauben verkauften, tragt das weg von hier und macht das Haus meines Vaters nicht zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Ich glaube schon, dass in diesem Fall Jesus zornig war, aber trotzdem war er im Wille Gottes. Sein Zorn hat es nicht dazu geleitet, dass er irgendwas für Sünde gemacht hat. Aber was hier betont wird, ist eher so sein Eifer, nicht sein Zorn. Wir sehen keine Beschreibung von Zorn hier, auch in den anderen Berichten über dieses Ereignis. Aber wir sehen etwas über sein Eifer. Und ich denke an jemand anderes, auch im Alten Testament, der so einen Eifer hatte. Und ich glaube, dass das uns hilfreich ist, eher an Eifer zu denken, als an Zorn. Dass wir denken, ich will eifrig für den Herrn sein. Wir sind nirgendwo ermutigt, zornig für den Herrn zu sein. Egal, sogar wenn das passieren kann unter uns. Wir sind ermutigt, eifrig. Und das hat, du hast es auch in deiner Einleitung gesagt, dieser Eifer für den Herrn, wenn wir hier verlassen. Erinnert ihr euch an Phineas? 4. Mose 25. Die Geschichte von Phineas. Vers 21. Wo bin ich falsch? Entschuldigung, Vers 1 bis 13. 25, 4. Mose 25, 1 bis 13. Und Israel wohnte in Schittim. Und das Volk fing an zu hören mit den Töchtern der Moabiter. Die luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und betete ihre Götter an
und Israel hängte sich an den Baal-Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und der Herr sagte zu Mose, nimm alle Obersten des Volks und hänge sie den Herrn auf im Angesicht der Sonne, damit sich der grimmige Zorn des Herrn von Israel abwende. Und Mose sagte zu den Richtern Israels, jeder erschlage seine Leute, die sich an den Baal-Peor gehängt haben. Und sieh, ein Mann aus den Kindern Israel kam und brachte eine Midianiterin unter seine Brüder vor den Augen Mose und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Kinder Israel, die vor der Tür des Zeltes der Begegnung weinten. Als Pinhas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, des Priesters, das sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf, nahm einen Speer in die Hand, ging dem israelitischen Mann nach in die Kammer hinein und durchstach die Beine durch ihren Bauch, den israelitischen Mann und die Frau. Da hörte die Plage unter den Kindern Israel auf. Es waren aber 24.000 getötet worden durch die Plage. Und der Herr redete mit Mose und sagte, Phinehas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat durch seinen Eifer meinen Grimm von den Kindern Israel abgewendet, indem er für mich geeifert hat, damit ich nicht in meinem Eifer die Kinder Israel vernichtete. Darum sage, sieh, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens, und er soll ihm und seinen Nachkommen nach ihm der Bund eines ewigen Priestertums sein, weil er für seinen Gott geeifert und für die Kinder Israel Sühne erwirkt hat. Und ich glaube, dass wir können das ein bisschen anpassen zu uns, in unserem Glauben, in unserem Umgehen mit anderen Geschwistern, mit anderen Menschen. Dass manchmal kommt etwas vor, wo du weißt, das gefällt dem Herrn nicht, ich muss was sagen, ich muss was tun. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, das war wahrscheinlich 2010, 2011, in meiner Gemeinde in Monterey, Kalifornien. Und es war ein bisschen eine größere Gemeinde, man kennt nicht jeder, die da waren, es gab viele Besucher jeden Sonntag. Und als ich da saß, ich habe gesehen vor mir, die Frau vor mir, ihre Tasche war offen und ich konnte sehen, es gab einen Anhänger, Schlüsselanhänger mit dieser Playboy-Häschen. Und ich wusste sofort, als ich das gesehen habe, das gefällt dem Herrn nicht, dass jemand so etwas hier das bringt und denkt nicht daran. Und ich hatte den ganzen Gottesdienst, das zu überlegen, wie gehe ich damit um, was sage ich, was. Ich hatte so einen Eindruck, ich kann nicht einfach schweigen, ich muss hier was sagen. Und danach habe ich einfach zu ihr gesagt, Schwester, das, was da in deiner Tasche ist, es gefällt dem Herrn nicht. Er hasst solche Sachen, alles für das, was das bedeutet, er hasst es. Lass es einfach weg. Und ich habe es so gelassen, weiß nicht, wie sie weitergegangen ist, was sie darüber gedacht hat, ob ich einfach ein crazy Mann war, aber ich wusste, das war, was ich machen musste. Und es war nicht aus Zorn, sogar wenn es gibt dieses Zorn im Herrn, aber wie ich mit ihr umgegangen bin, war nicht aus Zorn. Ich glaube, das ist diese Spannung, die wir halten müssen. Dass wir versuchen nicht den Zorn wegzuschmeißen, indem wir einfach sagen, ja, alles ist mir egal, ich mache keine Sorge und dann habe ich keinen Zorn. Und wir gehen auch in die andere Richtung, wo wir einfach immer damit gehen, wie wir uns fühlen. Jemand ist mir vorgegangen an der Bäckerei, dann bin ich wütend, ich gerechtfertige das. Oder auch mit den Kindern, wie eine Mutter oder Vater, dass jedes Mal, wenn ich zornig bin, dass ich einfach tue, das, was mir so leicht kommt. Ich glaube, das ist diese andere Richtung. Es gibt eine Spannung, es gibt etwas in der Mitte, wo wir merken, okay, das war nicht richtig, aber Gott, was wolltest du, dass ich damit tue? Dass wir wirklich unsere Hand zu Gott geben und sagen, Gott, wie gehe ich damit um? Was ist die Handlung hier, die dran ist? Wie gehe ich mit meinem Sohn um, wenn er etwas tut, was mir und dir nicht gefällt? Ich glaube, dass der Herr uns leitet. Dann wir denken an die Frucht des Geistes. Und was da steht, es gibt keinen Zorn in der Frucht des Geistes, aber es gibt Geduld und Sanftmut. Die gute Sache des Herrn. Denkt daran, bitte. Zorn ist etwas, was so oft im Alltag ist für alle von uns. Und wir können so schnell sündigen. Sogar wenn wir denken, es ist ein heiliger Zorn, den wir haben. Lass uns vorsichtig sein, indem wir mit anderen handeln.
Lass uns zurück zum Jakobus kommen. Das war vieles zum Zorn. Aber ich möchte zurück zum Jakobus. Es gab ein paar andere Verse da, die nicht so direkt in den Zorn gehen. Entschuldigung, meine Stelle verloren. Jakobus, Kapitel 1, 21. Darum legt alle Unsauberkeit und alle Bosheit ab und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Gesicht im Spiegel betrachtet. Nachdem er sich betrachtet hat, geht er davon und vergisst sofort, wie er ausgesehen hat. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin beharrt und nicht ein vergesslicher Hörer ist, sondern ein Täter des Werkes, der wird in seinem Tun glückselig sein. Was ist dieses vollkommene Gesetz der Freiheit? Ich glaube, dass es keine bessere Beschreibung gibt als das, was wir in Römer 8, 1-4 lesen können. Und wenn jemand dir fragt, was ist das Evangelium? Und du weißt nicht genau, es zu beschreiben, oder du denkst, was ist das beste Weise? Römer 8, 1-4. Paulus schreibt es so klar und deutlich, so gut zusammenfasst hier. Römer 8, 1-4. So gibt es nun keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, Jesus hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, tat das Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Wir wurden befreit. Und was ist unser Gesetz jetzt? Unser Gesetz ist, Jesus zu lieben, unseren Nächsten zu lieben und nach dem Geist zu wandeln. Und wir sehen, das ist genau hier, was Jakobus gemeint hat. Wenn wir nach dem Fleisch wandeln, dann wandeln wir im Zorn und dann sündigen wir. Aber wenn wir nach dem Gesetz der Freiheit wandeln, nach dem Geist, in Liebe, dann gehen wir mit Liebe miteinander um. Und Vers 26. Wenn jemand unter euch meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern täuscht sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und Sieg von der Welt unbefleckt zu erhalten. Und dann sehen wir diese Liebe für unsere Nächsten, das fängt schon an mit der Zunge. Wie gehe ich mit um? Mit meinen Mitmenschen, mit meiner Zunge. Und dann ist es auch vollkommen, indem ich jemanden sehe, der Hilfe braucht. Eine Witwe, eine Waise. Dann helfen wir ihnen dabei. Und ich glaube, dass manchmal solche Themen sind ein bisschen entfernt von uns in einer Gesellschaft, die so bereit ist, Hilfe zu geben zu denen, die es brauchen. Dass oft denken wir, wo sind die Witwen? Wo sind die Waisen? Die Gesellschaft kümmert sich schon um viele. Aber lass uns unsere Augen offen halten und auch für Menschen, die vielleicht nicht in unserem Land leben, vielleicht in einem anderen Land. Gott kann uns auch dabei nutzen. Der Herr segne euch. Das war es für heute. Gottes Liebe mit dir. Amen.